Niusha erzählt. Deutsch im echten Leben. Was tun, wenn man nicht verstanden wird? Wer in einem neuen Land eine neue Sprache lernt, kennt wahrscheinlich diesen Moment. Du sagst etwas, die andere Person schaut dich an, kurze Pause und dann, wie bitte? Oder noch schlimmer, ich verstehe Sie nicht. Und sofort denkst du, oh Gott, was habe ich falsch gesagt? Dass wir nicht verstanden werden, gehört zum Leben in einer neuen Sprache dazu. Manchmal liegt es an unserem Akzent, manchmal an der Aussprache, manchmal an der Satzmelodie. Manchmal machen wir einfach zu viele grammatische Fehler auf einmal. Und manchmal sprechen wir ein Wort so falsch aus, dass es plötzlich wie ein völlig anderes Wort klingt. Aber es gibt noch eine andere Situation. Eine schwierigere. Manchmal will jemand uns einfach nicht verstehen. Darüber sprechen wir später. Zuerst zu den normalen Situationen. Die wichtigste Regel: Nimm deine Fehler nicht zu ernst. Das vielleicht wichtigste Werkzeug beim Sprachenlernen hat eigentlich gar nichts mit Grammatik zu tun. Es ist die Fähigkeit, über die eigenen Fehler zu lachen. Sei freundlich zu dir selbst. Dein Deutsch ist nicht perfekt? Natürlich nicht. Du lernst es ja gerade. Du wirst Wörter falsch aussprechen. Du wirst falsche Artikel benutzen. Du wirst manchmal einen Satz anfangen und nach 5 Wörtern selbst nicht mehr wissen, wie er eigentlich enden sollte. Das gehört dazu. Wenn du das akzeptierst, passiert etwas Wichtiges. Du gerätst nicht jedes Mal unter Stress, sobald jemand dich nicht versteht. Und Stress ist beim Sprechen wirklich kein guter Freund. Plötzlich verschwinden die einfachsten Wörter aus deinem Kopf. Du kennst das Wort. Du hast es 100-mal gehört. Aber genau jetzt? Weg. Deshalb mach ruhig manchmal einen Witz über deinen eigenen Fehler. Du wirst merken, wie viel leichter die Situation plötzlich wird. 2. Jede Unterhaltung kann dein kostenloser Sprachkurs sein. Versuch solche Situationen aus der Perspektive eines Lernenden zu betrachten. Wenn du eine Sprache lernst, ist fast jedes Gespräch eine kleine Unterrichtsstunde. Im Supermarkt, beim Arzt, im Café, bei der Arbeit, auf der Straße. Jedes Mal kannst du etwas lernen, das in deinem Lehrbuch vielleicht nie vorkommt. Wenn du eine schwierige Situation so betrachtest, verändert sich auch die Frage in deinem Kopf. Nicht mehr, oh nein, warum versteht er mich nicht? Sondern, okay, wie schaffe ich es jetzt, dass er mich versteht? Und genau da beginnt die eigentliche Übung. 3. Wiederhole zuerst genau denselben Satz. Das klingt banal, ist aber unglaublich wichtig. Wenn jemand dich nicht versteht, denken viele Sprachlernende sofort: Mein Satz war falsch. Und dann beginnt die Panik. Du suchst nach einem anderen Wort, nach einem anderen Verb, nach einem einfacheren Satz. Dabei gibt es eine viel einfachere Erklärung. Vielleicht hat die Person dich einfach nicht gehört. Denk einmal an deine Muttersprache. Wie oft hast du etwas völlig korrekt gesagt und die andere Person hat trotzdem gefragt? Was? 100-mal? 1000-mal? Warum sollte das in einer Fremdsprache plötzlich nicht mehr passieren? Also, wenn du glaubst, dass dein Satz richtig war, sag ihn noch einmal. Etwas langsamer, etwas deutlicher und wenn nötig etwas lauter. Nicht sofort fliehen. Gib deinem Satz eine zweite Chance. 4. Wenn es nicht funktioniert, sag es anders. Okay, du hast den Satz wiederholt. Die andere Person versteht dich immer noch nicht. Jetzt brauchst du Plan B. Gibt es ein anderes Wort? Kannst du denselben Gedanken mit einem einfacheren Satz ausdrücken? Natürlich gibt es dabei ein Problem. Gerade am Anfang ist unser Wortschatz begrenzt. Vielleicht kennst du eben kein Synonym. Dann kommt eine meiner Lieblingsstrategien. Erklär nicht nur, was du meinst. Erklär, was du nicht meinst. Du weißt nicht mehr, wie man bewölkt sagt? Dann sag, der Himmel ist nicht sonnig.
Du suchst ein bestimmtes Brot, kennst aber den Namen nicht. Dann vielleicht nicht das runde Brot, das andere. Du weißt nicht, wie quadratisch oder rechteckig heißt? Zeig die Form und sag nicht rund, so. Oder du sitzt beim Zahnarzt und hast keine Ahnung, wie Zahnkrone auf Deutsch heißt. Dann kannst du anfangen mit: Ich meine nicht das Implantat, ich meine das andere Ding, das auf dem Zahn. Ist das perfektes Deutsch? Nein. Funktioniert es? Erstaunlich oft ja. Und selbst wenn die andere Person noch nicht sofort versteht, was du meinst, passiert etwas Wichtiges. Sie kann anfangen, mit dir zusammen nach dem richtigen Wort zu suchen. Aus einem Sprachproblem wird plötzlich eine kleine gemeinsame Aufgabe. Meinen Sie vielleicht: Ja, genau, das meine ich. Und vielleicht hast du in diesem Moment sogar ein neues Wort gelernt, das du nie wieder vergisst. Hooray! 5. Lass die andere Person dir helfen. Das ist etwas, das ich selbst beim Sprachenlernen sehr wichtig finde. Wir glauben manchmal, unsere Sprachfehler seien nur ein Hindernis zwischen uns und anderen Menschen. Aber manchmal passiert genau das Gegenteil. Sie können sogar einen Kontakt entstehen lassen. Wenn jemand merkt, diese Person sucht gerade nach einem Wort, helfen viele Menschen ganz automatisch. Sie schlagen ein Wort vor, sie zeigen auf etwas, sie erklären etwas noch einmal. Und plötzlich arbeitet ihr beide an demselben kleinen Problem. Wenn du dagegen nach dem ersten „Ich verstehe Sie nicht" sofort verstummst, entsteht dieser Moment gar nicht. Für dich bleibt die Erinnerung: Er hat mich nicht verstanden. Und für die andere Person: Ich konnte sie nicht verstehen. Wenn ihr euch später wiederseht, ist vielleicht schon eine kleine Unsicherheit da. Dabei hätte aus genau dieser Situation etwas ganz anderes entstehen können. Eine kleine gemeinsame Geschichte. Vielleicht sogar eine lustige. 6. Benutze deinen Körper. Wir haben noch ein Werkzeug. Und das tragen wir immer bei uns. Unsere Hände, unser Gesicht, unseren ganzen Körper. Wenn wir nervös werden, passiert oft das Gegenteil. Wir machen uns klein, wir bewegen uns weniger, wir sprechen leiser. Und damit nehmen wir uns ausgerechnet die Dinge weg, die uns beim Kommunizieren helfen könnten. Also, zeig auf Dinge, zeig Größen, zeig Formen. Benutze deine Hände. Du suchst einen Mixer und kennst das Wort nicht? Dann mach eben diese Bewegung mit der Hand. Ja, vielleicht sieht das ein bisschen lustig aus. Na und? Wenn du selbst dabei lachen kannst, ist die Situation nicht peinlich. Dann ist sie einfach menschlich. Und vielleicht erinnert sich die andere Person später nicht an dein falsches Deutsch, sondern an die sympathische Person, die mitten im Laden mit der Hand einen Mixer gespielt hat. Beim Sprachenlernen stehen uns oft nicht mangelnde Intelligenz oder mangelndes Talent im Weg. Viel häufiger sind es Angst, Scham und die Vorstellung, dass wir erst perfekt sprechen dürfen, bevor wir den Mund aufmachen. 7. Aber manchmal liegt das Problem nicht an deinem Deutsch. Und jetzt kommen wir zu der unangenehmeren Situation. Sie kommt meiner Erfahrung nach viel seltener vor. Aber sie kommt vor. Manchmal begegnest du jemandem, der dich nicht verstehen will. Vielleicht hast du deinen Satz wiederholt. Langsam, deutlich, mit anderen Wörtern. Vielleicht hast du gezeigt, erklärt und noch einmal angefangen. Und trotzdem merkst du irgendwann, hier geht es nicht mehr um Sprache. Die Person hat gar kein Interesse daran, dir entgegenzukommen. Vielleicht benutzt sie deine Unsicherheit sogar, um dich klein zu machen. Und dann gilt eine völlig andere Regel. Hör auf, deine Energie dafür zu verschwenden, dich verständlich zu machen. Du musst nicht jedem Menschen beweisen, dass dein Deutsch gut genug ist. Du musst auch nicht 10-mal denselben Satz sagen, nur damit jemand am Ende entscheidet, ob du würdig bist, verstanden zu werden. Wenn es möglich ist, beende das Gespräch. Frag eine andere Person. Such einen anderen Mitarbeiter. Oder sag ruhig: Vielleicht können wir jemanden fragen, der mich besser versteht. Denn es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen diese Person versteht mein Deutsch nicht und diese Person will mich nicht verstehen. Den ersten Fall kannst du als Sprachlernender nutzen. Du kannst wiederholen, erklären, zeigen, lachen, lernen.
Aber der zweite Fall ist keine Sprachübung. Und du musst ihn auch nicht zu einer machen. Am Ende. Wenn jemand dich das nächste Mal nicht versteht, denk nicht sofort, mein Deutsch ist schlecht. Denk stattdessen, okay, Versuch Nummer 2. Wiederhole den Satz. Sag ihn langsamer. Sag es anders. Erklär das Gegenteil. Zeig, was du meinst. Benutze deine Hände. Lass die andere Person mitdenken. Und wenn ihr am Ende beide lachen müsst, umso besser. Denn eine Sprache lernt man nicht erst und beginnt danach mit Menschen zu sprechen. Man lernt sie dadurch, dass man mit Menschen spricht. Auch mit Fehlern. Auch mit Akzent. Auch mit Händen und Füßen. Und manchmal sogar mit einem imaginären Mixer, mitten im Laden. Und wenn jemand dich trotzdem nicht verstehen will, dann ist vielleicht nicht dein Deutsch das Problem.